Eine Lippenvergrößerung, für wen das geeignet ist, eigentlich für jeden. Der eine hat schon einen Alterungsprozess durchlaufen, wo die Lippen eingefallen sind, wo man sagt, okay, die gefällte Lippe gefällt mir nicht, ich möchte mein altes Volumen wiederherstellen. Die anderen Patienten, die noch jung sind, die noch das normale Lippenvolumen haben, sagen oft, ich hätte gern sinnlichere Lippen, größeren Schmollmund, was zurzeit sehr, sehr Trend ist, auch durch manche Celebrities, die das sehr, sehr arg darstellen und zeigen, sodass auch für diese Patienten, die schon sinnliche und große Lippen haben, noch ein kleiner Touch-up möglich ist. Die Effekte einer Lippenunterspritzung sind enorm. Man kann von ganz, ganz minimalen Effekten, sodass die Lippe eigentlich nur etwas mehr Volumen hat, dass die Lippe nur die Fältelungen weniger sind, bis hin zu richtig großen Lippen, die vielleicht auch im Auge des Betrachters manchmal zu groß sind. Man kann auch sehr schmale Oberlippen, die nach innen eingesunken sind, etwas evertieren, das heißt etwas rausholen, um eine andere Form zu gestalten. Man kann zum Beispiel auch etwas mehr in die Lippenränder reingeben, um den Lippenrand zu betonen, oder auch in die Lippenwinkel, also in die Mundwinkel, um die anzuheben und dadurch einen freundlichen Gesichtsausdruck zu bekommen. Man hat eine wahnsinnige Spielbreite, wenn man Lippen behandelt, und dadurch ist es ein ganz, ganz großes Gebiet und spricht eigentlich jeden an. Man kann für Lippenaufspritzen sehr viele verschiedene Materialien verwenden. Da gibt es permanente Filler, es gibt semipermanente Filler, die sich erst wieder nach 2-3 Jahren abbauen, oder eben auch sehr sichere Filler wie Hyaluronsäure, die eben sich nach 6 Monaten wieder abbauen in den Lippen. In unserer Klinik verwenden wir nur die auflösbaren Filler, um eben dem Patienten kein Risiko zu haben. Weil wenn ein Patient nach einer Lippenvergrößerung nicht zufrieden ist, kann ich einen permanenten Filler nicht mehr entfernen. Nur operativ mit einem großen Flurschaden. Der auflösbare Filler, wenn da irgendwas nicht so läuft und der Patient sagt, okay, gefällt mir nicht, kann ich jederzeit auflösen. Es gibt noch eine Alternative, das ist das Eigenfett, was sehr schöne und natürliche Ergebnisse bringt und wo man im Prinzip das Endergebnis, was man nach 3 Monaten hat, wenn sich das Fett abgebaut hat, was sich abbaut, hat man dann dieses Volumen für immer. Das Prozedere eines Lippenaufspritzens mit Hyaluronsäure ist ein sehr einfacher Vorgang, ambulant auf dem Behandlungsstuhl. Es ist kein operativer Eingriff, wo man jetzt in den OP-Saal gehen muss, sondern die Patienten kommen, sie werden aufgeklärt. Man macht meistens vorher Fotos und dann findet die Einspritzung sofort statt, manchmal unter örtlicher Betäubung, manchmal nur mit örtlicher Betäubungscreme. Oder bei bestimmten Techniken auch nur mit der örtlichen Betäubung, die in der Hyaluronsäure schon auch mit drin ist. Der Patient kühlt danach etwas und kann sofort wieder nach Hause gehen. Eigentlich nicht viel. Wenn es etwas warm ist, sollten die Patienten an dem Tag nicht gleich ins Café gehen, sich in die Sonne setzen und 2 Stunden sich nur unterhalten, sondern vielleicht den ersten Tag etwas mehr kühlen und Ruhe geben. Die Nachbehandlung und die Frage, ob man alles essen und trinken darf. Man darf alles essen, man darf alles trinken nach einer Lippenbehandlung und wirklich auch alles machen. Da kann sich auch nichts mehr verrutschen oder verschieben. Man muss bei der Lippenbehandlung auch immer dieses Eigenfett unterscheiden. Ich gehe nochmal darauf zurück, auf das Eigenfett. Das Eigenfett ist ein operativer Eingriff. Da geht man in den OP, weil man zuerst steril das Eigenfett gewinnen muss. Und bei Eigenfett ist die Nachbehandlung auch etwas anders. Da sollte man möglichst die Lippen nicht kühlen, dass die Fettzellen angehen können, und man sollte auch nicht die Lippen die ersten Tage zu stark bewegen, damit das Eigenfett Ruhe findet und dass viele Zellen dort auch anwachsen können. Ergebnisse nach einer Lippenbehandlung sind sofort sichtbar.
Allerdings kommt es bei Lippen schon zu Schwellungszuständen, weil wir ein extrem gut durchblutetes Organ haben, sodass das Endergebnis meistens nach einer Woche da ist. Die Patienten sollten auch wirklich danach nicht zum Sport gehen, sonst ist die Schwellung größer durch die gute Durchblutung, sondern vielleicht mal 2, 3 Tage eher ruhig machen. Man kann ja spazieren gehen, aber jetzt nicht gleich den Leistungssport im Fitnessstudio. Bei Eigenfett ist es so, dass das Endergebnis meistens erst nach 3 Wochen sichtbar ist, wenn die Fettzellen, die nicht angewachsen sind, sich abgebaut haben. Das Gefühl der Lippen nach einer Behandlung ist ganz normal. Die ersten 2 Stunden wirkt noch die Betäubungsmittel oder Betäubungscreme, wo auch in den Fillern mit drin ist. Und dann, wenn das nachgelassen hat, ist halt so am Anfang wie beim Zahnarzt, wenn die taub sind, sind die so sehr groß und die Patienten denken, sie haben Megalippen, weil sie auch nicht so richtig den Mund bewegen können und so taub alles ist. Und nach 2 Stunden ist alles ganz normal. Die Risiken bei einer Lippenunterspritzung sind gar nicht so gering, wie man immer denkt, weil es eigentlich auch überall angeboten wird. Es bieten Heilpraktiker an, Kosmetikerinnen, aber die Risiken sind gar nicht so gering. Denn wenn man zum Beispiel bei einer Lippenunterspritzung ein Gefäß trifft, kann es zu einer Lippennekrose kommen. Das sind erstmal wochenlang Schmerzen und zusätzliche Behandlungen und optische Entstellung, weil die Lippen doch ziemlich stark anschwellen. Meistens lindert sich das auch, weil Schleimhaut sich sehr, sehr gut erholt und auch Kollateralen eingreifen. Oder es bilden sich auch Knötchen in den Lippen, die Patienten stören, die sie mit der Zunge tasten können. Und manchmal ist es auch so, wenn man sehr, sehr oft wiederholt, unreine Filler verwendet, kein gutes Material, ständig wechselt am Material, mal dahin geht, mal da und nicht immer den gleichen Füllmaterial verwendet, dass es sich wirklich unschöne Ablagerungen gibt, Knotenbildungen, die auch nie mehr weggehen. Eine Lippenunterspritzung mit Hyaluronsäure fängt bei netto 400 € an. Eine Lippenunterspritzung oder Behandlung mit Eigenfett bei 1.500 € netto.